Ja, meine lieben Freunde der Sonne, das hier ist quasi meine kleine Werkstatt mittlerweile. Und warum hier nicht alles klappt, wie soll und was das für ein Müllhaufen ist, das erfahrt ihr jetzt. Ja, meine lieben Freunde, der 3D-Drucker ist wieder an. Und es ist ungefähr Klappe die 895. dass ich mal einen gescheiten Lightkill hinbekomme. Ob es was wird, man weiß es nicht ganz genau. Also bei den Tests sozusagen von diesen ganzen Lightkill-Gedrucke, hier sind welche, die sind alle kaputt gegangen. Also das ist wirklich ein Haufen Müll einfach geworden. Also ich habe wirklich schon viele Drucke durch. Teste die ja immer, wackel dran und ja, der ist jetzt kaputt gebrochen. Man sieht, dass die gehen vorne so auseinander teilweise und ich kann nicht so richtig sagen, woran es liegt. Aber das führt dazu, dass hier so eine Instabilität halt herrscht. Und wenn ich jetzt hier mal dran wackel, obwohl der scheint echt gut zu sein. Ja, der ist gute Qualität. Und so probiere ich halt immer durch. Ich habe im Moment das Problem, wenn sie passen, richtig und sich gut bewegen und sich auch gut wieder rausnehmen lassen, dann sind sie zu brüchig. Und wenn sie quasi fest genug sind, so wie diese hier, die habe ich mal gedruckt, sind fest genug, aber die passen halt nicht so richtig oder gehen halt sehr schwer. Also man braucht sehr viel Kraft und teilweise ist ja auch eine Toleranz drin, noch in den Leitkielen. Und dann hast du manchmal eben Carrera-Modelle, wo ja, es eben sehr schwer wieder rausgeht. Und man muss bedenken, hier ist jetzt auch gebrochen zum Beispiel, also es ging schwer raus und der ist jetzt halt gebrochen. Und ich habe es vorher mit meinem anderen Drucker halt optimal hingekriegt, so dass ich wirklich eine gute Qualität hatte. Und die habe ich dann ja auch verkauft. Aber so aktuell bin ich überhaupt nicht mit zufrieden, so dass ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur am Rumprobieren bin. Ja, dass ich irgendwie das Vernünftige hinbekomme. Das hat jetzt, ja, der auch kaputt. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ich teste jetzt halt mit verschiedensten Sachen rum. Einmal mit der Belichtungszeit. Je mehr ich belichte, das bewegt sich so im Rahmen von 1 bis 3 Sekunden. Je mehr ich belichte, desto härter wird das Material. Aber desto passungenauer, sage ich mal, derzeit ins Carrera-Auto wird das Material auch. Wenn ich zu wenig belichte, ist es so, dass es eben viel zu dünn und viel zu brüchig wird. Also es härtet einfach nicht genug aus. Jetzt kann man dann zusätzlich auch noch rumspielen mit dem Faktor sozusagen, wie weit weg belichtet wird. Das heißt also, ich habe es jetzt so eingestellt, dass ich 0,04 mm ist es, glaube ich, quasi anfange und da dann belichte, also ein bisschen geringeren Abstand zwischen dem Licht und der Plattform sozusagen, was dann dazu führt, dass du quasi mehr Lagen hast, natürlich zwangsläufig von dem Modell. Ich hoffe, das war verständlich. Also je näher dran ich mit der Platte bin, an dem Licht, desto mehr Lagen brauche ich ja, um sozusagen das Modell fertigzustellen. Das heißt, dass du eine höhere Auflösung in der Z-Achse hast, sozusagen. Und das ist jetzt so meine Hoffnung, dass das jetzt nochmal funktioniert mit dem Drucker. Genau, und die Belichtungszeit ist derzeit auf 2 Sekunden eingestellt. Dann ist das Material auf jeden Fall fest genug. Die Frage ist, ob es dann passt. Und jetzt ist es immer so Wechselspiel, dass ich immer versuche, das anzupassen. Und ich bin wirklich in der 180.000. Version und ich kriege es immer noch nicht so richtig 100% hin. Jetzt bin ich bei dieser Charge zum Beispiel, die sind gedruckt in 1,3 Belichtungszeit und 0,05 Abstand. Die sind eigentlich so gut von der Qualität, die passen super. Aber die brechen halt teilweise. Also ich kriege kein gutes Ergebnis. Dieses hier würde ich noch durchgehen lassen. Dieses hier auch. Dadurch, dass ich jetzt aber einige hatte, die wirklich gebrochen sind von dieser Charge auch, bin ich mir da echt unsicher. Die müssten eigentlich vollständig ausgehärtet sein. Kann man noch mal ein bisschen lassen. Also
Die jetzt noch so funktionieren, die lasse ich jetzt einfach nochmal einen Tag hier liegen. Und dann müsste das eigentlich passen. Man merkt aber tatsächlich, dass je geringer die Belichtungszeit ist, was ja auch logisch ist, weil es nicht so hart wird, je geringer die Belichtungszeit ist, desto flexibler ist das Material auch, aber desto eher bricht es auch. Und da jetzt so den Mittelweg zu finden, ist echt schwer. Der andere Drucker, da hatte ich eine perfekte Einstellung, das war 2 Sekunden Belichtungszeit und dann funktionierte das. Also die sind gut geworden, die sind bretthart und ich habe da auch noch einige Teile von. Ja, also ich weiß es nicht. Es ist wirklich eine never-ending Story. Also gefühlt ist es schon ein Projekt über 2 Jahre, dass ich meinen eigenen scheiß Lightkill endlich mal fertig kriege. Aber es soll einfach nicht sein. Das hier ist einer, nämlich von dem alten Drucker noch. Und der ist wirklich sehr hart. Ich meine, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumrödel, dann kriege ich ihn wahrscheinlich auch kaputt. Aber wenn ich den kann ich hier 90 Mal rein und raus. Und der funktioniert. Und man hat ja auch dieses Flexible hier drin. Dann habe ich manchmal das Problem, dass wenn ich das im 124er mache, wie ich das jetzt hier in der Corvette mache, dass es dann manchmal stecken bleibt, weil da muss man wirklich sorgfältig aufpassen beim Rausziehen. Aber der funktioniert. Also da habe ich irgendwie eine Härte erwischt, die echt gut ist. Und man macht ja auch nicht die ganze Zeit rein, raus in diesen Carrera-Autos. Deswegen eigentlich, sobald jemand einmal einen Lightkill bestellt hat, dann bleibt er ja auch da drin. Es sei denn, man ist nicht mehr zufrieden mit dem Lightkill, dann nimmt man ihn raus. Aber man wechselt ja nicht ständig. Also dafür sind die wirklich nicht ausgelegt. Ständige Wechseln zwischen den Autos. Das will ich nicht machen. Aber wenn er erstmal drin ist, dann läuft das Ding auch. Einfach mal schauen, jetzt beobachten, was passiert. Ja, ich hoffe, ich kriege einfach die richtige Einstellung irgendwann hin.